Herzlich willkommen zum Blockflöten-Podcast von Mollenhauer. Heute wird uns Susanne Fröhlich in einem sogenannten Unboxing-Video die neue Helder Evo Tenor-Blockflöte näher bringen. Ich hatte das große Glück, eine sehr gute Ausbildung von Anfang an zu genießen. Und somit habe ich gelernt, auf meinem Instrumentarium immer das Maximale herauszuholen. Und das betrifft dann verschiedene Arten und Größen von Blockflöten. Und dann habe ich aber 2012 Johannes Fischer, einen deutschen Blockflötisten, kennengelernt, der mir dann Spieltechniken und Ausdrucksmöglichkeiten auf einem bestimmten zeitgenössischen Modell gezeigt hat, die weit über meine Vorstellungskraft, was die heutige Aufführungspraxis einer Blockflöte betrifft, hinausgehen. Und von da an gab es für mich kein Zurück mehr. Ich habe mir das Instrument gekauft, und zwar ist das der Helder Tenor, entwickelt von dem niederländischen Blockflötenbauer Maarten Helder, Anfang der 1990er Jahre. Sein Ziel war es, eine neue Dimension ins Blockflötenspiel zu bringen und auch einen neuen Standard im Blockflötenbau zu setzen. Und als ich dann das Instrument etwas näher kennengelernt habe und erforscht habe, habe ich gemerkt, dass es technisch noch nicht ganz so ausgereift war. Und somit habe ich mich dann mit der Firma Mollenhauer und deren innovativen Blockflötenentwickler Erik Jahn zusammengesetzt und das Instrument angeguckt, was könnte man jetzt eigentlich weiterentwickeln. Also wo sind die Punkte, wo man sagt, da ist noch Luft nach oben. Und wir haben uns dann an 4 Aspekten orientiert, und zwar waren das Klang, Intonation, Ergonomie und Material. Jetzt sind wahrscheinlich alle gespannt, dieses Instrument zu sehen, und somit möchte ich euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Und zwar haben wir jetzt hier das Instrument, den Helder Evo Tenor, versteckt in einem stabilen Etui. Stabil, ich kann es ein bisschen umwerfen. Und jetzt gucken wir da mal rein. Wow! Also da wird man doch gleich mal feststellen, das hat nichts mehr mit einer Standard-Blockflöte zu tun. Da ist einiges neu. Wir sehen Glitzer, Glitzer, Klappen auf jeden Fall. Und noch einiges mehr. Und das wollen wir uns mal genauer angucken. Vielleicht fange ich erstmal mit dem Instrument selber an. Das Kopfstück. Ja, nicht mehr gerade, sondern nun geknickt. Das Mittelstück, wir sehen schon, mit einem zusätzlichen Daumenhalter. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen näher drauf eingehen später. Und das Fußstück. Bereits mit Klappen auch versehen. Ganz wichtig für das Mittelstück, das Zapfenfett, das befindet sich hier. Dann einen Tragegurt, sehr wichtig für eine angenehme Spielhaltung. Dann sehen wir hier 2 zusätzliche Plättchen, die werden wir später auch noch kennenlernen, was es damit auf sich hat. Sind jetzt auch in einem anderen Material, in dem Fall ist es Synpor. Dann ganz wichtig ist hier oben versteckt der Putzstab. Und dann haben wir hier noch versteckt einen Schraubenschlüssel
Der ist ganz wichtig für ein paar neue Features, die ich auch noch erklären werde. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Post an, die hier mit drin ist. Wir haben hier 2 Informationsbroschüren inklusive Grifftabelle und weitere Informationen zu den extra Features. Also hier ist die Grifftabelle und dann hier die Informationsbroschüre, wo alles nochmal genau erklärt wird, auch die Handhabung. Das gibt es tatsächlich in 2 Sprachen. Also das ist jetzt Englisch und hier ist die deutsche Version. Und dann haben wir aber auch noch den Garantieschein, wo auch noch mal ein paar Pflegetipps zu finden sind. Das ist dann hier sogar in 3 Sprachen. Das kann ich dann wieder schön zurückschieben. Und verpackt ist wieder die Helder Evo Tenorblockflöte. So, wir sehen jetzt hier, ich spiele mit einem Tragegurt, der tatsächlich flexibel ist. Es war total wichtig, dass man nicht immer so starr das Instrument hält, sondern tatsächlich sich frei bewegen kann, auch mal das Instrument wegziehen kann, zur Seite ziehen kann. Also dass man tatsächlich sich nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, überall hin frei bewegen kann. Man kann es hier über diesen Haken aufmachen und wieder zurückmachen. Wichtig ist hier, man kann es auch in der Höhe verstellen. Also je nachdem, wie groß oder klein man ist, kann man das Instrument für sich anpassen, also beziehungsweise die Spielhaltung anpassen. Und jetzt sieht man auch schön mit dem Knick, das Instrument kommt zu mir. Vorher war es ja oft diese Streckung, gerade vom rechten Arm, die rechten oberen Finger, die sich extrem spannen und strecken mussten, um das Instrument überhaupt spielen zu können. Das wird jetzt durch diesen Knick viel, viel, viel leichter. Also gerade Menschen, die etwas kürzere Arme und kleinere Hände haben, hatten immer Probleme mit dem Helder Tenor und das ist jetzt schön gelöst. Und dann noch kurz zu diesem Daumenhalter. Wir haben ihn etwas höher gelegt, damit auch hier keine Verspannung entsteht. Es war ja vorher so, dass dieser Abstand zu klein war. Und nun haben wir etwas mehr Abstand zu den Tonlöchern und jetzt bin ich hier in meiner rechten Hand viel freier, beweglicher, flexibler und dadurch auch einfach schneller. Wir haben jetzt nicht nur das Kopfstück verändert, also sprich einen Knick gemacht, sondern auch etwas an der Innenbohrung und an den Tonlöchern selbst verändert. Wir haben auch zusätzliche Klappen angebracht, um das Instrument insgesamt noch ausgewogener zu machen. Ihr müsst wissen, dieses Instrument basiert auf dem Prinzip der reinen Obertöne. Das bedeutet, dass das Instrument an sich insgesamt tatsächlich ausgewogener wird, weil die tiefen Register klangstärker werden, natürlich durch das Klappensystem. Das heißt, die Tonlöcher sind jetzt auf einer Position, wo sie eigentlich wirklich positioniert werden sollten. Nicht wie bei einer barocken Blockflöte, wo man so ein paar Kompromisse eingehen muss, weil die Finger natürlich nur eine bestimmte Länge haben. Ja, und mit Klappen kann man die Tonlöcher tatsächlich dahin legen, wo sie im Verhältnis zur Innenbohrung platziert werden müssen. Ich möchte das Ganze mal präsentieren mit der Obertonreihe, und zwar auf dem tiefsten Ton. Das ist jetzt in dem Fall der Extensionston H.
in der Höhe viel leichter spielen. Wenn man das jetzt mal im Vergleich hört, einen Augenblick, auf der barocken Flöte, der höchste Ton, da muss ich ganz viel Kraft aufwenden und das klingt dann so. Also ihr merkt schon, ich gucke dann auch ganz böse, weil ich so viel Kraft brauche, um da hochzukommen. Ja, nochmal der Vergleich hier oben. Das geht alles relativ entspannt über eine gewisse Position im Rachenraum. Das nennt man eigentlich in der Kopfstimme singen. Ja, dieses ja, so muss der Rachenraum hinten offen sein. Dann ganz kurz noch zu diesen zusätzlichen Klappen. Der Helder-Tenor hatte vorher ein diatonisches Klappenprinzip. Das heißt, die äußerste Klappe war das C. Und jetzt haben wir das aber wieder umgetauscht in ein chromatisches System, also sprich 2 offene Klappen, damit ich logischer nach oben greifen kann. Und das wirkt sich tatsächlich auch sehr positiv in der 3. Oktave aus. Ja, ich zeige das mal mit wieder dem tiefsten Ton angefangen, das H. Also ihr habt schon gehört, jetzt kann ich chromatisch sehr schön ausgewogen nach oben spielen. Jetzt aber noch ein ganz wichtiges Detail. Ihr seht, der Fuß hat sich ein bisschen verändert. Wir haben jetzt hier am Ende eine Öffnung. Das heißt, Erik Jahn ist es gelungen, 3 Aspekte in den Fußstück einzubauen. Und zwar erstens mal den Widerstand, der ist wichtig für die 3. Oktave, sprich wir haben einen leicht invertierten Konus. Dann immer noch das Volumen durch den Zylinder und am Ende aber noch ein bisschen Öffnung durch den Trichter reingebracht. Das heißt, ich kann jetzt auch die tiefen Töne flexibler gestalten. Ihr seht schon, jetzt verwende ich auch schon die Pianoklappe, um die Töne leiser zu spielen, aber nicht die Tonhöhe zu verändern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser Flöte. Das dynamische Spiel, sprich das dynamische Spektrum. Ich würde jetzt gerne noch die obere Oktave zeigen, wie ausgewogen die ist chromatisch, und fange dann einfach mal beim Gis an, bei dieser Extraklappe Gis. Normalerweise würde man ja so das Gis spielen, hier haben wir schon diese Möglichkeit. Jetzt kommt aber noch eine zusätzliche Klappe dazu, um den Ton klangstärker zu machen, und da fange ich jetzt an. Also wie ihr sehen könnt, kann ich jetzt tatsächlich bis zum Gis 3 Legato spielen, was vorher nie möglich war. Es gibt nicht nur eine zusätzliche Gis-Klappe, sondern auch eine F- bzw. Fis-Klappe, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Die befindet sich hier. Ich habe es bei der Chromatik schon verwendet. Ich zeige es jetzt nochmal einzeln. Also F spiele ich ja normalerweise auf einer C-Flöte so. Und das kann ich jetzt aber auch so spielen. Und dann habe ich hier das Fis. Ich kann jetzt tatsächlich ganz einfach einen F-Fis-Treller spielen. Ich kann tatsächlich noch eine zusätzliche Klappe drücken, um diese Töne noch klangstärker zu machen. Das geht eigentlich ab dem E. Ja, ich spiele mal von dem D weg. Ja, wunderbar ausgewogen. Und das möchte ich jetzt auch kurz anhand eines Auszuges eines Stückes noch zeigen.
Eine weitere Besonderheit ist der Stimmzug. Ein Stimmzug ist im Instrumentenbau nichts Ungewöhnliches mehr und hat eine lange Tradition. Man muss sich nur mal eine Querflöte oder einen Chakan genauer angucken. Und dieser Stimmzug ermöglicht es, das Instrument weit herauszuziehen, ohne dass sich die Intonation innerhalb des Instrumentes verändert. Und das möchten wir uns jetzt mal genauer anhören. Und zwar, jetzt habe ich das Instrument zusammengesteckt. Und jetzt ziehe ich mal richtig weit raus. Und dann gucken wir mal, was sich alles verändert. Es hat sich tatsächlich jetzt nur die Intonation insgesamt verändert. Das heißt, das Instrument wurde tiefer, aber innerhalb des Instrumentes sind alle Intervalle gleich geblieben. Die absolute Revolution ist für mich das flexible Blocksystem an diesem Instrument, auch genannt Sound Roulette. Das bedeutet, dass ein paar Dinge flexibel eingestellt werden können, wie zum Beispiel die Höhe des Windkanals. Und zwar kann ich dies anhand dieses Rädchens einstellen. Und zwar, wenn ich im Uhrzeigersinn drehe, hierfür ist auch ein Punkt eingebaut, damit ich immer weiß, wo ist denn 12 Uhr, 3 Uhr, 9 Uhr und so weiter. Also wenn ich jetzt im Uhrzeigersinn drehe, ziehe ich den Block zu mir heran. Und dadurch wird der Windkanal weiter. Und das bedeutet, dass ich einen etwas querflötenartigen oder einen luftigeren Klang erzeugen kann. Und das zeige ich mal. Ich gehe nochmal zum Normalklang. Wenn ich jetzt das Rädchen entgegen dem Uhrzeigersinn drehe, wird der Windkanal enger und dadurch etwas geräuschhafter. Und ich verwende diese Einstellung gerne für mittelalterliche Musik, weil ich dann so eine Art Tuffgeräusch im Klang habe. Und das klingt dann ungefähr so. Das war das eine. Dann kommen wir zur nächsten flexiblen Einstellung des Blocks. Und zwar ist es die Lip Control. Die Lip Control ermöglicht es mir tatsächlich, den Block während des Spielens zu bewegen. Es hat mehrere Vorteile. Ich kann nämlich zum Beispiel Töne einen besseren Anfang geben, indem ich sie einfach einblende und nicht nur ansetze. Ich kann sie aber auch ausblenden, ja, indem ich nicht nur abhake, was ich normalerweise tun muss mit der Blockflöte, weil sie ja einen starren Windkanal hat, sondern jetzt kann ich tatsächlich auch abrunden und sogar bis ins Niente gehen. Und das klingt dann so.
Sollte ich jetzt feststellen, dass mir dieser Druck der Lip Control ein bisschen zu stark ist, ist es überhaupt kein Problem, denn ich kann den Druck flexibel einstellen. Je nach Tagesform, aber auch je nach musikalischem Material. Und zwar kommt jetzt dieser Schraubenzieher zum Einsatz. Ich kann jetzt anhand einer Schraube, wo eine Feder angebracht ist, die Feder mehr reindrehen, das heißt im Uhrzeigersinn drehen, dann wird der Druck größer. Das würde ich aber tatsächlich nur machen, wenn der Block auch draußen ist, damit hier nichts kaputt gehen kann. Und genau das Umgekehrte passiert dann, wenn ich die Feder wieder rausdrehe anhand dieser Schraube gegen den Uhrzeigersinn, wird der Druck abnehmen. Das verwende ich jetzt tatsächlich in Kombination mit der Pianoklappe. Die befindet sich hier direkt unterhalb des Fensters. Sobald ich diese Pianoklappe drücke, entweicht Luft. Und die ist jetzt nun so gebaut, dass ergonomisch Luft entweicht. Vorher war es ja eher über ein Klappenpolster, das war dann sozusagen offen oder zu. Und jetzt geht sie sozusagen ergonomisch auf und wieder zu. Das mache ich auch mal vor. Wenn ich jetzt meinen Blasdruck zu dieser Öffnung regle, also das heißt nachjustiere, in dem Fall tatsächlich leiser werde, also Blasdruck wegnehme, wird der Ton einfach nur leiser und nicht tiefer. Das hat natürlich einen gewissen Vorteil. Ich kann auf dem Standardgriff bleiben, ohne dass ich jetzt die Klangfarbe verändere, sondern einfach nur leiser werde. Was sich jetzt auch noch flexibel gestalten lässt, ist das Voicing. Und zwar haben wir jetzt hier eine Oberbahn, ein Plättchen aus Palisander. Und dieses kann ich jetzt ersetzen durch eines aus Synthor. Wer es noch nicht weiß, Synthor ist ein Kunststoff entwickelt von der Firma Mollenhauer, der Feuchtigkeit aufsaugt, ohne das Material aufzuquellen. Das hat natürlich große Vorteile, weil sich das Voicing nicht verändert, während ich spiele und auch danach nicht. Jetzt nehme ich einfach mal ein neues Plättchen und sagen wir jetzt mal, jetzt möchte ich ein Stück aus der Romantik spielen, was für Querflöte geschrieben ist. Kann ich jetzt hier mein Querflöten-Voicing nehmen, also sprich weiter Windkanal, Synthor-Blättchen. Ich muss gut gucken und aufpassen, dass es auch hier wirklich abschließt, sonst bekomme ich noch zusätzliche Geräusche, die ich vermeiden will. Und dann klingt das Ganze zum Beispiel so. Und wenn ich jetzt in die zeitgenössische Musik gehen möchte und hier noch ein paar mehr Klanggestaltungsmöglichkeiten haben möchte, kann ich zum Beispiel den Block noch weitermachen. Dieses Stück soll eher mit gedämpfter Stimme klingen, etwas rauschig vom Klangcharakter her. Und deswegen habe ich jetzt eine weite Blockeinstellung, verwende auch die Pianoklappe und mache dann auch noch was mit der Zunge, damit so ein bisschen mehr Luftgeräusch entsteht.
vielen Dank, Susanne, für deine kompetente Präsentation. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch, Markus. Es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Es war mir ein großes Vergnügen, mit euch zusammenzuarbeiten und diese letzten 4 Jahre, diese vielen Schritte zu gehen. Ich kann nur sagen, ich kann nicht mehr ohne die Helder Evo und hoffe, dass es euch genauso gehen wird. Ja, und dann sage ich vielen Dank, Susanne, und bis zum nächsten Blockflöten-Podcast von Mollenhauer.